Heute geht es um das Thema Aquarellstifte und wie man sie benutzt. Aquarellstifte sind die ersten Stifte, die ich hatte, und sie haben mich quasi zu meiner Liebe, den Buntstiften, geführt, einfach weil ich keine Ahnung hatte, wie man sie benutzt und es mich frustriert hatte, wenn ich versucht habe, damit zu arbeiten. Aber durch das Buch, das ich vorletztes Jahr, glaube ich, zu Weihnachten bekommen habe, Prima Princesses von Prima Marketing, ist ein Malbuch extra für Aquarell geeignet. Und dadurch habe ich meine Aquarellstifte wieder rausgeholt und entdeckt, wie man sie benutzt und auch gelernt, sie zu lieben. Und mittlerweile benutze ich sie wirklich gerne. Meine absoluten Lieblingsaquarellstifte sind die Albrecht Dürer von Faber-Castell. Ich liebe diese Aquarellstifte, die haben ein sehr starkes Pigment. Man kann super mit ihnen arbeiten. Die Farbe löst sich wirklich gut vom Papier. Allerdings habe ich auch die Koh-i-Noor Mondole. Das sind auch sehr, sehr tolle Stifte. Gibt es im Set von 72 Stiften. Man kann sogar Einzelstifte in den Kunstläden kaufen und meiner Meinung nach auch sehr, sehr tolle Stifte, die sich sehr gut mit den Albrecht Dürern vergleichen lassen. Dann habe ich noch auch von Faber-Castell die Art Grip Aquarellstifte. Allerdings mag ich die nicht so gerne, weil sie sehr wenig Pigment haben. Ich benutze sie wirklich nur, wenn ich wirklich wenig Pigment brauche. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich diese Stifte noch habe. Für die Details, wo man nicht viel Farbe braucht. Ja, Aquarellstifte. Wir fangen einfach mal an. Wichtig ist, erstmal mit wenig Farbe anzufangen. Ich male hier wirklich mit kaum Druck, lege ganz wenig Farbe aufs Papier, weil man die Farbe ja immer noch intensiver durch mehrere Schichten kriegen kann, aber es ist schwer, die Farbe heller zu kriegen. Wenn ich Aquarellstifte benutze, arbeite ich am liebsten mit meinen Wassertankpinseln. Ich habe hier welche von Kuretake, die ich eigentlich am liebsten mag. Ich finde, ich kann mit denen am besten den Wasserfluss kontrollieren und ich mag hier die Pinselspitzen auch am liebsten. Dann habe ich noch einen von Pentel, auch nicht schlecht. Allerdings mag ich die von Kuretake lieber. So, ich weiß nicht warum, aber mit Aquarellstiften benutze ich am liebsten die Wassertankpinsel. Wenn ich aber mit normalen Aquarellfarben arbeite, da benutze ich lieber die normalen Pinsel und einen Wasserbecher. So, wie ihr seht, ich habe zwar nur sehr, sehr wenig Farbe aufs Papier gelegt, aber sobald sich die Farbe löst, ist da doch einiges an Farbe, das man auf dem Papier hat. So, also wichtig, erstmal mit sehr leichter Hand arbeiten, weil doch viel mehr auf dem Papier ist, als man denkt, und die Farbe trocknen lassen. Ich würde jetzt nicht direkt mit der nächsten Farbe auf dem nassen Papier arbeiten, einfach weil zwei Dinge passieren können. Erstens kann man dadurch, dass das Papier noch nass ist, die Mine von dem Stift erweichen und man legt sehr, sehr viel Pigment aufs Papier. Ein Beispiel habe ich hier. Da war ich sehr, sehr ungeduldig, habe nicht genug gewartet und bin schon mit der nächsten Farbe drüber gegangen und die Mine hat sich aufgeweicht und mir hier sehr viel Pigment aufs Papier geklatscht, das ich einfach nicht mehr mit dem Pinsel lösen kann. Und bei dem Versuch, es noch zu lösen, habe ich das Papier aufgerieben und dadurch sieht das so ein bisschen krümelig aus.
Deswegen geduldig warten, bis die Fläche trocken ist. So, ich habe hier schon mal mit dem Grün ein bisschen vorgearbeitet. Jetzt nehme ich ein dunkleres Grün und setze meine Schatten. Das Schöne an Aquarellstiften ist, dass man die Schatten direkt dort setzen kann, wo man sie haben möchte. Wenn man mit Aquarellfarbe arbeitet, muss man die Farbe immer so ein bisschen schubsen, dass sie dahin läuft, wo man sie haben möchte. Und manchmal funktioniert auch das nicht ganz und sie verteilt sich in den anderen nassen Flächen. Und mit den Aquarellstiften kann man es wirklich gezielt da auftragen, wo man es haben möchte. So. Ein weiter wichtiger Schritt ist, man arbeitet von hell nach dunkel. Ich fange jetzt nicht an, meine neue Farbe zu lösen und sie in die alte, schon aufgetragene Farbe zu verblenden, sondern ich arbeite von hell nach dunkel. Dafür gibt es 2 Gründe. Erstens möchte ich ja die schon hell gemalte Fläche nicht noch dunkler kriegen. Und zweitens schubst man damit die Farbe in die Ecke, die man dunkel haben möchte, und hat dort dann direkt den intensiveren Farbton. Und natürlich hat man hier das Tuch und den Pinsel zwischen den Farben oder zwischen den Flächen zu säubern. So, hier zum Beispiel gefällt mir dieser Übergang nicht so ganz, aber ich gehe da jetzt nicht noch mal rein. Ich kann es, wenn es angetrocknet ist, immer noch lösen. Das ist das Gute an den Albrecht Dürer oder an den meisten Aquarellstiften. Man kann die Farbe hinterher noch mal anfeuchten und verändern oder aufnehmen oder ein bisschen heller machen. Wenn ich jetzt reingehen würde, dadurch, dass das Papier jetzt schon mal aufgeweicht ist, würde ich es durch den Pinsel nur noch weiter aufrauen und beschädigen. Deswegen erstmal liegen lassen und warten, bis es trocken ist. Ich kann hinterher immer noch reingehen und korrigieren. Ich weiß, es juckt in den Fingern, es direkt zu machen, aber aus Erfahrungen und Fehlern, die man schon gemacht hat, lernt man ja, und ich weiß, dass man es nicht machen soll, weil man es hinterher immer noch korrigieren kann. Es gibt von Derwent die Inktense Aquarellstifte und mit den Inktense Aquarellstiften kann man die Farbe permanent aufs Papier bringen. Das heißt, die lassen sich nicht nochmal lösen und verändern. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich mag es, dass ich hinterher noch mal reingehen kann und die Farben vermischen kann und verändern kann. Allerdings, wenn ich weiß, okay, ich habe schon einen hellen Hintergrund und möchte nicht, dass er noch heller wird, dann wären die Inktense natürlich von Vorteil, weil ich dann direkt mit den Inktense meine erste Farbschicht auftragen würde und wüsste, okay, die bleibt jetzt so, die verändert sich nicht. Und ich könnte jetzt, sagen wir, mit den Albrecht Dürern die 2. und 3. Farbschicht auftragen, die ich dann noch nach Belieben ändern kann. Ich empfehle auch
von oben nach unten zu arbeiten oder von links nach rechts. Einfach damit man nicht immer mit der Hand auf dem nassen Papier ist oder unnötig Öle, Fette von der Hand aufs Papier überträgt oder natürlich bei Buntstiften zum Beispiel die Farbe hin und her wischt. Ich halte mich oft nicht daran, einfach weil ich dann genau das malen möchte, worauf ich Lust habe. Da lege ich mir oft dann ein Blatt Papier unter die Hand, um das zu vermeiden. Oder es gibt auch extra Handschuhe für Künstler, die dann hier die Handkante beschützen und ich glaube diese beiden Finger noch, aber die restlichen Finger sind frei beweglich. Einfach um das Papier zu schützen und das Bild zu schützen. Ich kann euch die Sachen auch gerne unten in der Infobox verlinken. Genauso wie eine Review zu den Stiften, zu den Aquarellstiften. Ich habe da schon mal einen Farbtest gemacht und erkläre die Vor- und Nachteile der einzelnen Stifte und auch eine Review zu dem Buch von Prima Marketing. Es ist wirklich ein tolles Buch. Ich finde es schade, dass es sehr wenige von solchen Büchern gibt. Ich hätte gerne eine größere Auswahl. So, das ist jetzt erstmal das letzte Blatt. Dann kümmern wir uns um die kleine Blume in der Ecke. Man kann die Aquarellstifte auch sehr gut als Grundlage für seine Buntstiftzeichnungen nehmen. Die Aquarellstifte beschädigen das Papier oder sättigen das Papier auch nicht so. Und somit kann man dann noch einige Farbschichten auf das Papier bringen, bevor das Papier gesättigt oder zu sehr beansprucht ist. Das Schöne an den Albrecht-Dürern ist, dass sie die gleichen Farbtöne haben wie die Polychromos. Das heißt, man kann die beiden Sets, die Albrecht-Dürer Aquarellstifte und die Polychromos, sehr gut miteinander kombinieren. Ich glaube, die Pastellstifte und die Pitt Artist Stifte haben auch die gleichen Farbtöne. Deswegen lassen sich die Sets eigentlich untereinander sehr, sehr gut kombinieren. So, ich mache hier jetzt mit meiner kleinen Blume weiter und wir setzen mit einem dunkleren lila Ton ein paar Schatten. So, Pinsel schön sauber wischen und die Farbe lösen. Wenn man jetzt eine Blume hat, die sehr viele Blumenblätter nebeneinander hat, würde ich nicht unbedingt jetzt in das nächste Blumenblatt gehen. Ich würde jedes zweite Blumenblatt nehmen, einfach um die Zeit zu geben, dass die Farbe trocknen kann und sie nicht die Möglichkeit hat, in das nächste Blumenblatt zu überlaufen. Passiert jetzt weniger, wenn man mit wenig Wasser arbeitet, so wie ich gerade. Passiert sehr häufig, wenn man mit viel Wasser arbeitet. Deswegen habe ich es mir einfach angewöhnt, jetzt nicht in nebeneinander liegenden Blütenblättern zu arbeiten, sondern erstmal jedes zweite zu nehmen. Das gibt einfach ein bisschen mehr Zeit, dass die Blumen antrocknen oder dass die Farbe antrocknet und dann kann man weiterarbeiten. Ja, jetzt habe ich meinen eigenen Ratschlag nicht befolgt. Ich wollte jetzt hier eine von den Blumen weitermalen und würde jetzt quasi mit der Hand auf meinen feuchten Blättern und Blüten aufliegen. Aber wie gesagt, ich arbeite mit wenig Wasser, das trocknet sehr, sehr schnell. Nur wenn man mit mehr Wasser arbeitet, muss man natürlich immer ein Auge drauf haben. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch die Stifte unten in der Infobox.
dass ihr einfach mal gucken könnt, wie teuer die circa sind. Auch dieses Malbuch verlinke ich euch natürlich. Ich bin eigentlich ein Freund davon, die Läden in der Umgebung zu unterstützen und erstmal dort nach den Preisen zu gucken. Leider sind diese Läden immer teurer als im Internet. Es ist leider so. Wenn es nur ein paar Euro sind, dann ist es für mich okay. Dann kaufe ich lieber in dem Laden ein, als es im Internet zu bestellen. Wenn es 20, 40 oder 40 Euro sind, dann bestelle ich doch lieber im Internet, weil ich jetzt leider auch nicht das Geld einfach so rumliegen habe. Ich denke, da könnt ihr bestimmt Verständnis für zeigen oder es nachvollziehen. Das komplette Albrecht Dürer Set steht bei mir auf der Wunschliste. Ich hätte total gerne die Holzbox, würde mich aber auch mit der Normalmetalldose zufrieden geben. So ist es nicht. Aber bei mir malt das Auge manchmal mit. Und dann freut man sich natürlich, wenn man diese tolle Holzbox öffnen kann. Und dann holt man das Stifteset umso mehr raus. Aber wie gesagt, es steht auf meiner Wunschliste. Leider haben auch andere Sachen erstmal mehr Priorität. Mal gucken. So, was gibt es denn noch zu erzählen zu den Albrecht Dürern? Ja, ich finde, Stifte benutzen oder Materialien benutzen ist wirklich immer eine Übungssache. Wie manche von euch wissen, mache ich ja diesen Aquarellkurs in dem Buch von Jenna Rainey. Und da habe ich ja relativ zur Mitte des Kurses gelernt, dass ich immer 2 Zeichnungen mache oder machen soll. Einfach weil ich in der ersten Zeichnung Fehler mache, die ich dann in der zweiten Zeichnung nicht mache, beziehungsweise korrigieren kann und das Ganze nochmal üben kann. Und das hat mir wirklich geholfen. Weil manchmal denke ich im Kopf, okay, hättest du es so oder so gemacht, dann hätte es vielleicht doch geklappt, aber sicher kann man es nie wissen, bis man es dann ausprobiert hat, ob es so klappt. Und tatsächlich habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass es beim zweiten Mal erstens das Bild sehr, sehr viel schöner wurde und ich zufriedener und motivierter damit war. Und zweitens konnte ich einfach meine Technik
bei dem zweiten Mal verbessern. Was man auch machen kann, ist ein bisschen Farbe von dem Stift mit dem Pinsel aufnehmen und in so kleine Details reingehen. Ich würde euch nicht empfehlen, das an der Stiftspitze zu machen, weil ihr mit dem Wasser die Stiftspitze aufweichen würdet. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal mit dem Stift aufs Papier geht, würde das gleiche passieren, was ich euch hier schon erzählt habe. Ihr würdet viel zu viel Pigment aufs Papier auftragen. Ich kann euch hier einmal ein Beispiel zeigen mit dem Stift, den benutze ich nicht. Und zwar, wenn ich jetzt hier mit viel Wasser drauf gehe und mit meinem Stift hier drauf arbeite und versuche, das Ganze zu lösen, würde ich das nicht hinkriegen. Dieser Strich würde bleiben, weil das einfach zu viel Pigment auf einer nassen Fläche war. Aber andersherum, so rum, würde sich das Pigment sehr gut auflösen, wenn ich mit dem trockenen Stift wenig Pigment aufs Papier gebe. Dann, wenn ich die Spitze anfeuchte, mache ich das mal mit dem großen, dass es schön nass wird. Wenn ich die Spitze anfeuchte, dann würde ich hier auch auf dem Papier so Krümel hinterlassen. Die sich hinterher auch nicht gut lösen lassen und das würde einfach fleckig und streifig aussehen. Ich denke, ihr seht den Unterschied, ne? Wenn ich mit einer nassen Spitze oder nassen Mine aufs Papier gehe, hinterlasse ich so komische Bröckchen und Streifen. Aber wenn ich mit der trockenen Mine eine leichte Schicht aufs Papier gebe, dann kann ich die Farbe wirklich komplett lösen. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, mit dem Pinsel hier unten an den Stift dran zu gehen, wenn ihr ein bisschen Farbe auf dem Pinsel haben möchtet und nicht hier an die Mine vom Stift zu gehen, um Farbe abzunehmen, weil ihr sonst die Mine aufweicht und eure weitere Arbeit erschwert. Ruinieren würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, es erschwert euch die Arbeit. Kunst ist Kunst. Jeder Fehler kann auch was Schönes sein und jeder Fehler regt einfach dazu an, Neues zu lernen. So, mein Bild hier ist jetzt trocken. Ich gehe jetzt mit meiner dritten Farbschicht rein und ich lege meine Schatten mit diesem dunkleren Blau-Lila genau da, wo vorher meine zweite Farbschicht war. Etwas anderes, was ich an den Aquarellstiften total mag, ist, dass man wirklich nicht ordentlich malen muss, so wie mit den Buntstiften. Bei den Buntstiften muss man wirklich in kleinen Kreisen mit gezielten Bewegungen blenden, blenden, blenden. Und bei den Aquarellstiften übernimmt das der Pinsel und ich kann ja einfach wirklich frei malen, was zur Abwechslung auch ganz schön ist. Das mache ich eigentlich immer sehr gerne, wenn ich viel mit Buntstift gemalt habe, dass ich einfach mal das Medium wechsle, in meinem Fall Aquarell, und einfach ein bisschen Abwechslung reinbringe. Also Pinselspitze wirklich immer zwischen jedem Blatt säubern, einfach weil ihr ja immer wieder von hell nach dunkel geht und ihr möchtet ja Farbübergänge haben und nicht die gleiche Farbe über die ganze Blüte schmieren.
Ja, mit den Aquarellstiften arbeitet man natürlich deutlich schneller als mit den Buntstiften. Aber beides macht Spaß und ist eine gute Abwechslung, finde ich. So, jetzt kommen wir hier zu der Stelle, die ich so ein bisschen verkorkst habe. Da ist mir ein zu doller dunkelgrüner Streifen drin. Und da male ich jetzt den Übergang sanfter und löse ein bisschen von der Farbe, die vorher drauf war. Und das gefällt mir viel, viel besser. Hier zum Beispiel könnte das helle Grün ein bisschen dunkler sein. Ich male nicht das ganze Blatt mit dem hellen Grün nochmal nach, einfach weil ich ja die Farbe hier verschieben kann mit dem Pinsel. Ich hoffe, ich kann euch motivieren, mal ein anderes Medium auszuprobieren. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Jetzt mit der Aquarellschule, die ich mache, einfach ja, neue Techniken lernen. Ich habe zwar sehr, sehr spät jetzt mit dem Malen angefangen, aber es ist ja eigentlich nie zu spät, neue Dinge zu lernen. Ich hatte letztens auch eine sehr süße Nachricht von jemandem. Sie sagte, sie ist gerne auf meinen Channel und guckt sich meine Videos an, einfach weil ja ich auch quasi noch am Lernen bin und es ihr Mut gibt, dass sie irgendwann besser wird. Ich fand ihre Bilder so schon sehr, sehr schön. Man ist ja immer ein bisschen kritischer mit sich selber. Aber das war ja auch der Sinn von meinem Channel, dass ich mit euch zusammen lerne, euch zeige, was ich gelernt habe und ich niemand bin, der schon quasi mit dem Talent geboren wurde. Ich konnte nie wirklich zeichnen. Ich habe meine Kunstbilder in der Schule oft von meiner Schwester malen lassen. Ich hoffe, mein Kunstlehrer erfährt es nie. Ja, es lag mir einfach nicht, das Malen. Ich mochte es nie. Ich war auch nie gut da drin. Ich konnte es nie. Und meine Schwester hat da wirklich mehr ein Händchen für und war immer so nett und hat meine Kunstprojekte für mich gemalt. Ja, deswegen, ich bin auch noch am Lernen. Ich kann es nicht perfekt, aber mir macht es Spaß zu lernen und klar, ich bin manchmal auch frustriert. Manchmal möchte ich auch Bilder nicht weitermalen, einfach weil ich denke, okay, hier hast du total versagt. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber ich habe auch gelernt, dass wenn man Bilder weglegt und dann, weiß nicht, nach einem zweiten oder nach einem Monat einfach mal einen zweiten Blick drauf wirft, man denkt, okay, so schlimm ist es gar nicht. Und vielleicht hat man in dem Monat ja auch wieder was gelernt. Vielleicht kann man dann die Fehler, die man vorher gemacht hat, nochmal korrigieren. Das ist meine Erfahrung. Deswegen seid nicht so streng mit euch, seid nicht so schnell frustriert. Manchmal muss man einfach ein bisschen lernen, um die Fehler, die man gemacht hat, noch korrigieren zu können. So, jetzt war ich ein bisschen außerhalb der Kamera. Aber ja, das sind die wichtigsten Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Also erstens, arbeitet mit leichter Hand. Tragt wirklich erstmal eine dünne Farbschicht auf.
Es braucht wirklich nicht viel Pigment von den Aquarellstiften, wenn es gute Aquarellstifte sind, um hier Farbe aufs Papier zu bringen. Man kann immer noch warten, bis die Stelle trocken ist und dann nochmal mit einer Farbschicht drüber gehen, wenn es einem doch zu hell ist. Das ist kein Problem, nur Farben heller zu machen ist schon nicht so einfach. Also mit leichter Hand auf dem Papier arbeiten. Dann immer warten, bis es trocken ist, wenn man Korrekturen machen möchte, beziehungsweise wenn man eine zweite Farbschicht oder eine dritte Farbschicht aufbringen möchte. Nicht ungeduldig sein, man kann natürlich auch mit einem Föhn oder mit einem Heißluftföhn arbeiten, um das Ganze zu beschleunigen. Aber man hat hier noch so viel an dem Bild zu tun, dass es doch einfacher ist, wenn man nacheinander arbeitet und die Sachen zwischendurch trocknen lässt. Dann am besten von links nach rechts oder oben nach unten arbeiten, einfach um mit der Hand nicht immer auf dem Papier zu liegen oder auf dem nassen Bild zu liegen und das Ganze zu verwischen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ihr konntet ein bisschen was lernen und seid vielleicht auch motiviert, Aquarellstifte auszuprobieren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Wenn ihr noch nicht Teil dieses Channels seid, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr dazu stoßen würdet. Dafür müsst ihr ganz einfach den Abonnieren-Button unten rechts klicken und schon seid ihr Teil meines Channels. Wenn ihr regelmäßig Benachrichtigungen kriegen wollt, wenn ich neue Videos hochlade, was eigentlich jeden Freitag ist, dann drückt auch gleichzeitig auf die Glocke. So werdet ihr auch benachrichtigt, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und natürlich bin ich auch über Facebook und Instagram zu finden, wo ich ab und zu mal Bilder poste von den Bildern, an denen ich gerade arbeite oder Updates oder wo ich natürlich auch meine neuen Videos als Link poste. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und lasst von euch hören. Bis bald. Tschüss.